Und die Ziele, die wir vorgeben, wo wir wissen, die sind eigentlich erreichbar, wurden eigentlich nie eingehalten. Dann bekommen die Grundlagenwissen zu Lean und BIM. Und in der zweiten Runde, wo wir nochmal dieses Gebäude simulieren, wenden wir die Tools dann an und dann sehen alle, okay, das, was ich vorher in einer Stunde geschafft habe, schaffe ich jetzt in 5 Minuten. Heute dürfen wir den Florian Renz von der Firma Refine bei uns begrüßen. Hi Flori. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir starten einfach, dass wir uns kurz vorstellen. Ich fange einfach mal an. Ich bin Judith Danner, bin von Bimity und arbeite da im Bereich Content Development, im Bereich BIM. Florian Renz von der Firma Refine. Bin seit circa 2 Jahren bei Refine mit dabei und befasse mich einerseits mit der Methode BIM, darum ja auch hier der Kontakt zu Bimity, die Partnerschaft, und andererseits mit der Methode Lean Management. Und ich glaube, die 2 Methoden, die ergänzen sich perfekt zusammen. Und schön, dass ich da sein darf. Ja, jetzt habe ich gelesen, dass du nebenzu ja auch noch an Universitäten oder Hochschulen als Dozent tätig bist. Was machst du denn da? Auch über das Thema BIM und Lean oder? Ja, genau. Also ich war lange an der Hochschule Biberach Dozent, bin jetzt gerade in der Hochschule in Rottenburg Dozent im Studiengang ressourceneffizientes Bauen. Und das ist ganz spannend, weil gerade das Thema Nachhaltigkeit spielt natürlich auch eine extreme Rolle in den Prozessen. Also wenn ich die Prozesse optimiere, was ich natürlich schaffe mit Lean und BIM, dann habe ich auch insgesamt ressourceneffizienteres Projekt. Okay. Und was motiviert dich dazu? Ist es der Kontakt mit den Studenten oder macht dir das einfach Spaß, die Lehre? Ja, ich glaube, das ist ein intrinsisches Thema. Einfach das Wissen, das man hat. Und wenn man so sieht, wie läuft das in Projekten, also wie kommt das alles beim Kunden an, wie verinnerlicht der die Methode oder die Methoden, da geht es dann für mich darum, das Wissen auch weiterzugeben an die nächste Generation, sage ich mal. Und das ist schon immer ganz schön. Schön. Genau, jetzt hast du ja auch schon das Thema Bau und Nachhaltigkeit angesprochen. Ich würde sagen, im Bereich Bau der ist ja sehr dafür bekannt, dass die Preise eher über dem Durchschnitt oder über dem Erwarteten liegen und auch zeitliche Verzögerungen auftreten. Was glaubst du denn, woran liegt es denn und was macht ihr bei Refine, um dem so ein bisschen entgegenzusteuern? Ja, ich glaube, da liegt ganz viel an der Kultur hier in Deutschland. Wenn man so die Baustellen anschaut, gerade Großprojekte, der billigste Anbieter bekommt immer den Auftrag. Und wie läuft es dann? Man holt das Geld wieder zurück über Nachträge etc. Und da gibt es halt verschiedene neue Ansätze, die in anderen Ländern auch schon recht etabliert sind, gerade wie BIM und Lean. Und man versucht dann dieses Gegeneinander, das man automatisch über das Vertragswesen hat, aufzulösen. Okay, cool. Und wir haben jetzt ja schon ziemlich viel über BIM, Lean gesprochen. Möchtest du das vielleicht noch kurz erklären, was das denn eigentlich bedeutet für die Leute, die da nicht so in dem Thema drin sind? Das mache ich natürlich sehr gerne. Ich erkläre mal kurz BIM. BIM ist für mich der Wandel vom analogen Zeitalter hin zum digitalen Zeitalter. Früher war es so, ich habe einen Plan, der Architekt macht einen Plan. Heutzutage macht eigentlich jeder Architekt auch schon 3D, weil sonst wird es irgendwie ein bisschen schwierig, das Gebäude auch später zu vermarkten. Aber was gibt er weiter? Im Endeffekt nur ein 2D-PDF. Genau. Dann kommt wieder der nächste Planer her, der Elektroplaner zum Beispiel, nimmt diese PDF, wenn er schon gut unterwegs ist, modelliert er nochmal hoch in 3D und gibt wieder weiter die 2D-PDF. Und da sieht man schon, da gibt es ganz viele Schnittstellen, die man verbessern kann. Und eine davon oder die Methode, die das natürlich enorm verbessert, ist die BIM-Methode. Wenn ich 3D-Modell habe und dieses 3D-Modell direkt weitergebe, beziehungsweise alle im Endeffekt, unser Raum, alle arbeiten in einem Modell, dann habe ich diese Schnittstelle nicht mehr. Und BIM ist das andere, da geht es ja viel um Technik, aber für mich entscheidend ist nicht unbedingt die Software, die Technik, sondern der Prozess, wie arbeiten die Menschen zusammen. Und da spielt wieder Lean natürlich eine Rolle. Lean Management ist keine Methode an sich, sondern eine Philosophie. Und da gibt es verschiedene
Elemente, wie ich die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten verbessern kann. Und am Ende steht bei Ihnen immer der Kundenmehrwert im Vordergrund. Also nicht jeder arbeitet für sich im Silo und versucht für sich das meiste rauszuholen, sondern für das Gesamtprojekt. Und das ist für mich da entscheidend. Das heißt, du würdest dann auch sagen, dass für eine gute Projektabwicklung eigentlich eine Kombination aus Lean und BIM optimal wäre, oder? BIM und Lean zusammen, am besten noch mit integrierter Projektabwicklung, also das ist so das Vertragswesen, das dann auch dahinter stecken kann, ist natürlich optimal. Das heißt aber nicht, dass man alles auf einmal machen muss, sondern wir gehen eigentlich immer Schritt für Schritt vor. Ja. Wenn der Kunde halt mit BIM schon recht weit ist, dann macht es vielleicht Sinn, klar, das noch zu verfeinern, beziehungsweise dann auch Lean kennenzulernen und einzuführen, um die Prozesse zu optimieren. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass ein Kunde, ein Bauunternehmen oder ein Bauer noch gar keine Erfahrung mit beiden Methoden hat. Dann macht es zum Teil auch Sinn zu sagen, hey, ich zeige dir mal die Lean-Prinzipien, gebe dir da verschiedene Infos mit und starte dann von der Richtung. Okay, das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann die Methoden quasi einzeln machen, man kann es aber auch in Kombination. Genau. Und was ist so am gefragtesten bei euch? Kannst du das sagen? Genau, also Refining an sich gibt es ja seit 8 Jahren. Und eine Methode von Lean ist das Last Planner System. Und das ist so die Methode, die auf Baustellen und den Planungsprozessen am meisten angewendet wird. Last Planner bedeutet, der Letzte, der das Bauteil anfasst oder den Plan, entscheidet mit, wann oder wie der Bauablauf aussieht. Das ist aber dann eher so, dass die Kunden quasi auf euch zukommen und sagen, hey, wir haben da jetzt ein großes Projekt und wir würden das gerne optimieren und was schlagt ihr uns denn vor? Oder kommen die direkt und sagen, wow, wir wollen jetzt BIM machen, auf jeden Fall. Wir brauchen euch, um das möglichst effizient umzusetzen. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Durch das, dass wir im Bereich Lean schon extrem viele Projekte durchgeführt haben und Lean an sich bei vielen Bauprojekten noch gar nicht stattgefunden hat, passiert da viel über Mundpropaganda. Das heißt, es kommt ja jemand auf uns zu und sagt, hey, ich habe das mal kennengelernt im Projekt als Projektbeteiligter, jetzt habe ich hier ein eigenes Projekt und würde es mal super finden, das in mein Projekt anzuwenden. Okay. Und das ist so die eine Sache. Und natürlich über das ganze Netzwerk. Bei uns, bei Refine, sind ganz, ganz viele Kollegen und die 2 CEOs, der Bülent und der Klaus, ich auch. Wir sind bei verschiedenen Hochschulen tätig, in ganz vielen Netzwerken mit drin, wo man viele Leute kennenlernt und ja, das Thema Lean ist jetzt immer bekannter, genauso wie das Thema BIM. Bei BIM geht es dann auch viel über Ausschreiben gerade, weil die Auftraggeber wissen, also gerade öffentliche, die müssen jetzt so langsam BIM machen, weil es ja auch vorgeschrieben wird. Und dann gibt sich dann so auch einiges. Wenn du das jetzt gerade ansprichst, wir sind da ja jetzt in Deutschland nicht gerade die Vorreiter, was das Thema BIM angeht. Was denkst du, an was liegt das? Denkst du, das liegt eher an der mangelnden Ausbildung oder dass die Leute da keine Lust auf den Wandel haben? Oder was denkst du, was könnte da so die Ursache sein? Ich glaube, die Hauptursache ist tatsächlich die Kultur. Dass viele, gerade im Bauunternehmen, wir bauen halt seit 100 Jahren grob gleich. Klar, man nutzt verschiedene Techniken, wir haben jetzt alle ein Handy und können uns anrufen etc. Aber der Prozess in sich hat sich eigentlich nicht geändert. Und die Offenheit, die es zum Beispiel in Ländern wie Amerika oder in Skandinavien und so weiter gibt, die gibt es ja nicht überall. Und da muss man schon erstmal Mauern abbrechen und die Leute inspirieren, damit auch alle mitmachen. Ich mache das selber auch in manchen Projekten, gerade in Großprojekten. Es stellt sich der Auftraggeber halt vor, okay, jetzt beauftrage ich ein BIM-Management und ein Lean-Management und dann klappt es schon. Aber das ist ja totaler Quatsch. Also bei BIM geht es um Zusammenarbeit und wenn nicht jeder Einzelne mitmacht, macht es eigentlich schon weniger Sinn. Und wie schafft ihr das, dass ihr quasi die einzelnen Projektbeteiligten dann wirklich dazu bringt, dass sie aktiv sagen, okay, wir haben da jetzt Lust drauf, wir machen es zusammen und schaffen das als Team, das Projekt effizienter umzusetzen? Also das A und O ist natürlich, dass man selber für die Methoden brennt. Und ich glaube, das passiert bei uns ganz gut. Also wir sind alle selber begeistert von dem, was wir machen und auch von dem Ergebnis, das wir dann in Projekten haben.
Und dann natürlich ist es schön, wenn es schon Projektbeteiligte gibt, die die Methoden kennen und davon begeistert sind und die anwenden. Und wenn nicht, da haben wir verschiedene Workshops, Simulationen, wo wir mal zeigen, wie sieht dieser alte Prozess aus. Okay. Und da sagt man denen am Anfang, hey, liebe Teilnehmer, plant und baut so wie immer. Hier, wir haben ein Projekt, das machen wir dann oft mit Legosteinen, dass es halt irgendwie am Tag auch erlebbar ist. Macht es einmal durch und das endet immer in Chaos. Chaos ist übertrieben, aber jeder kennt dann, okay, der Prozess an sich schwierig. Ja. Also, oder auch die Zusammenarbeit, so wie sie immer zusammenarbeiten, ja, das ist schwierig. Und die Ziele, die wir vorgeben, wo wir wissen, die sind eigentlich erreichbar, wurden eigentlich nie eingehalten. Dann bekommen die Grundlagenwissen zu Lean und BIM. Und in der zweiten Runde, wo wir nochmal dieses Gebäude simulieren, wenden wir die Tools dann an und dann sehen alle, okay, das, was ich vorher in einer Stunde geschafft habe, schaffe ich jetzt in 5 Minuten. Okay. Und dieser Effekt zu sehen, alte Methode und dann die neue Methode, das hilft da schon ganz viele Mauern dann abzubrechen und die Leute emotional zu öffnen für die neue Methode. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Genau, wenn wir jetzt auch beim Thema Ausbildung sind, das wäre jetzt quasi unser Fachbereich oder unsere Fachexpertise, wenn wir genau in dem Thema eigentlich drin sind, dass wir eigentlich die Leute dazu bringen wollen, sich in dem Thema BIM weiterzuentwickeln und da einfach auch flexibel lernen zu können. Was würdest denn du sagen, sind so die Vorteile von BIM-IT für unsere User? Ja, ich glaube, es sind 2 ganz wichtige Vorteile. Das erste ist, wenn ich normal meine Mitarbeiter auf eine Schulung schicke, dann zahle ich da 10.000 Euro, die sind dann eine Woche oder 2 aus dem Tagesgeschäft raus, was dann natürlich eigentlich noch viel mehr Geld irgendwie den Auftraggeber kostet, sowie den Arbeitgeber. Und also die Ersparnis, die Zeitersparnis ist schon mal entscheidend für mich. Und zweitens, auch mega spannend, dass BIM-IT ja offen ist für alle Softwarehersteller, auch für ziemlich viele Themen, die Randthemen sind von BIM, dass man so einen breiten Einblick bekommt. Cool. Ja, Florian, du bist ja auch gerade dabei, einige Inhalte für uns aufzubereiten, die dann auf BIM-IT zu sehen sein werden. Möchtest du uns da vielleicht ein bisschen erzählen, was du denn da so vorstellst und wie du das denn machst? Sehr gern. Wir bereiten gerade 2 Videos vor zu Themen, die uns beschäftigen. Wir glauben, dass die Software das eine ist von BIM, von der Einführung von BIM und dass das andere viel mit den Prozessen und Kultur zu tun hat. Unser Produkt Digital Orchestrator, so nennen wir das, hat eigentlich den Fokus, dass wir nicht nur klassisches BIM-Management machen, sondern dass wir einmal das Unternehmen anschauen und sehr tief analysieren über einen standardisierten Prozess und dass wir dann ganz gezielt auf die Ziele von dem Unternehmen eine Strategie entwickeln, wie wir BIM einführen. Und in diesem Video stellen wir diesen Prozess einmal vor, weil ich glaube, das hilft jedem Unternehmen, sich auch selber darüber mal Gedanken zu machen. Und natürlich stellen wir auch einmal vor, was es für Elemente gibt, um gerade diesen Mindset-Change erfolgreich zu gestalten. Sehr cool. Ein anderes Thema von uns, du hast es vorher auch schon ganz kurz angestrichen, ist ja das Thema Netzwerk oder Community. Da haben wir ja auch eine Community, einfach um sich mit anderen Experten auszutauschen. Und da würde ich gerne noch von dir wissen, was denkst denn du, wie wichtig ist dir denn der Austausch mit anderen? Siehst du das als vorteilhaft oder sagst du, ja, kann man machen, muss man aber nicht? Also Austausch an sich ist immer vorteilhaft und auch diese Community, dieses Netzwerk zu haben, weil wenn man sich mit neuen Themen befasst, mit innovativen Themen, braucht man immer einen Sparringspartner. So, und wenn ich jetzt an die meisten Unternehmen denke, die stellen einen ein, der heißt BIM-Manager und soll dann alles richten, hat aber niemand, mit dem er sich reflektieren kann und irgendwas weiterentwickeln kann. Und da sehe ich schon das Netzwerk, das auch BIM-IT bietet, sehr spannend, weil ich auf kurzem Wege doch zu recht vielen Leuten Kontakt knüpfen kann und die auch noch von völlig unterschiedlichen Bereichen sind. Also wenn ich jetzt Revit mache, dann kann ich da jemanden kennenlernen. Andererseits auch, wenn ich
Archicad oder Alban oder was weiß ich was für eine Software, das ist ja komplett softwareneutral habe, kann ich da auch ein Netzwerk knüpfen und weiterkommen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Sehr schön. Ja, dann hätte ich tatsächlich nur eine letzte abschließende Frage. Und zwar ist uns das Thema Nachhaltigkeit ja tatsächlich auch sehr wichtig. Da haben wir ja auch noch ein anderes Interview. Und da wollte ich Sie mal fragen, wie siehst du BIM so im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit? Ich glaube, wenn man Nachhaltigkeit groß schreibt, da kommt um BIM gar nicht mehr rum. Gerade dieses Modell, das wir zur Verfügung haben und mit Informationen füttern, macht es ja spannend, da auch das Thema Nachhaltigkeit zu betrachten. Was benötigen einzelne Bauteile an CO2, wie kann ich den Prozess optimieren, um weniger CO2 auszustoßen. Das gehört für mich alles zusammen. Also Lean, BIM und Nachhaltigkeit. Schön. Ja, dann danke Florian für das spannende Interview. Ja, war super spannend. Und bis hoffentlich bald. Heute hatten wir ja den Florian Rins von der Firma Refund bei uns zum Gast, der uns viel zum Thema BIM und Lean erzählt hat. Wenn euch das Thema auch interessiert, dann dürft ihr natürlich gerne unsere Webpage besuchen oder einfach unser Video liken oder auch einen Kommentar für uns da lassen. Dankeschön!